Hallo meine Lieben, ich versuche ja im Moment so ein bisschen nicht allzu viel neue Sachen zu kaufen, sondern ein bisschen mit dem zu arbeiten, was ich eigentlich schon habe. Und das heutige Thema geht genau in diese Richtung. Ich will nämlich mal gucken, dass ich meine ganzen Stifte, Stempelkissen und so weiter und so fort organisieren kann. Und ich hätte da gerne eine Color Swatch. Das heißt ein Buch, wo ich die einzelnen Farben, quasi wo ich eine Farbpalette damit mache und dann jeweils einfach kurz das Buch nehmen kann und dann entscheiden kann, mit welchem Medium ich jetzt am liebsten arbeiten möchte von dem, was ich eben schon habe. Jetzt habe ich da natürlich schon einen Plan, wie ich das Ganze gerne angehen möchte und ich dachte, ich nehme euch einfach mit und zeige euch das und sage euch auch jeweils, was meine Überlegungen dabei waren, dass ich das eben genau so mache. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Meine Idee ist es, ein A5-Buch zu machen. Deshalb habe ich hier eine A4-Seite, Graupappe, A4-Blätter mit dem 200 Gramm Papier, mit dem ich normalerweise bastle und das auch fürs Kolorieren viel verwende. Und dann ein weißes Acrylpapier, mit dem ich oft arbeite. Das ist so die Basis. Das muss ich alles dann in die Hälfte schneiden. Und um das natürlich schön zu ummanteln, habe ich hier endlich mal einen Einsatz für diesen Block. Ich hatte den mal bei Action gekauft. Und ich dachte mir, dieses Muster passt eigentlich wunderbar. Für die Color Swatch brauche ich 2 Papiere, weil eins nicht ganz reicht. Und dann für innen drinne habe ich gedacht, dieses Lila. Und ich werde die Bindung mit der Cinch-Bindung, mit der Disk-Bindung machen, weil damit bin ich dann flexibel und kann das erweitern, je nachdem, wenn irgendwas Neues dazugekommen ist. Von dem her bin ich da voll und ganz flexibel. Ich werde noch eine Schablone machen, das wird dann der zweite Schritt sein. Mit dem Plotter werde ich die ausschneiden, damit meine Seiten, ihr kennt mich ja ein kleines bisschen OCD. Das heißt, es muss immer alles schön genau sein und deshalb mache ich mir für das Anzeichnen der Felder, mache ich mir eine Schablone, weil dann sehen dann auch alle Seiten immer gleich aus. Das ist der zweite Schritt und im dritten fangen wir dann auch schon an, mit den einzelnen Seiten die zu machen und ja, da kann ich euch dann auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Erstmal hier, das heißt, ich schneide hier kurz die Graupappe in die Hälfte und dann passend dazu das Papier, da mache ich einfach ringsherum einen Rahmen von 2 cm bei dem, was außen kommt. Und für innen, da mache ich das einen halben Zentimeter kleiner als die Seite ist. So, ich habe alles geschnitten. Die Graupappe, die ist jetzt 14,8 x 21 cm. Deshalb ist das für innen drinne ist 14,3 x 20,5. Das für außen ist 21, dann sind es 25, 14,8, dann sind es 18,8. Ne? Zweimal auch. Dann habe ich auch schon die Folie, das ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr das von früher kennt, vom Hellraumprojektor, hatte man so Folien, die werden oft auch verwendet, um so Hefte zusammenzubinden, das oben als Deckblatt, das kriegt ihr im Bürofachhandel. Ich hatte das vor sehr, sehr langer Zeit mal bei AliExpress bestellt. Und finde die eigentlich super praktisch, weil die kann man mit dem Plotter auch wunderbar schneiden. Das war auch eine A4-Seite, von dem her ist auch das 14,8 x 21 cm. Und die Seiten für ins Buch rein, die waren auch, also die hier war eine A4-Seite, konnte ich einfach in die Hälfte schneiden, von dem her 14,8 x 21. Und die habe ich einfach auf 14,8 x 21 cm geschnitten. Die Sachen hier können wir auf die Seite legen für später.
Für Innenräder mag ich das gerne, wenn die Seiten abgerundet sind oder die Ecken. Und dann geht es eigentlich auch schon hin ans Einkleiden. Das ist die Innenseite. Dann mache ich hier auf die Graupappe drauf. Ich nehme hier einfach einen Allzweckkleber. Dann nehme ich hier den Lineal zur Hilfe, dass ich das schön oben in der Ecke platzieren kann, weil das hier schön 2 cm sind. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Dann kann ich hier die Ecken abschneiden. Ihr könnt es natürlich auch ohne dieses Tool machen. Ich würde einfach drauf gucken, dass ihr nicht genau, also bis direkt an die Graupappe ranschneidet, weil sonst liegt dann die Graupappe frei und das ist da auch nicht wirklich schön. Und dann kann ich dem Papier auch schon helfen, dass es sich dann richtig legt. Selber noch mit der anderen Seite. Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. Dann biege ich das schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung um. Und dann können wir das auch noch festkleben. Ich mache jeweils zuerst die kurzen Seiten und dann die langen Seiten. Und ich gebe jeweils auch entlang der Graupappe an dieser Kante gebe ich auch Kleber drauf, weil das auch hilft, wenn ihr so ein bisschen starres Papier habt, dann habt ihr weniger die Gefahr, dass es hier an dieser Kante bricht. So, und jetzt gucke ich, dass hier die Ecken auch schön reingehen, damit wir da auch eine schöne Ecke hinbekommen. Und dann kann ich auch die langen Seiten noch festkleben. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living. So, und dann kommt noch die Deckseite drauf. Das natürlich so schön mittig wie möglich. So, dann haben wir schon eine Seite und genau dasselbe mache ich jetzt noch mit der zweiten Seite und dann bin dann gleich wieder zurück bei euch. Dann haben wir hier auch schon wunderbar unsere beiden Seiten für die Hülle vom Buch. Das wölbt sich jeweils so ein bisschen, wenn man da einen Flüssigkleber nimmt. Ich lege die jetzt einfach unter einen Stapel Bücher, damit das trocknen kann und ja, sich ein bisschen, dass es wieder ein bisschen gerader wird. Währenddessen kümmern wir uns um die Schablonen. Ich habe das hier so gemacht, dass ich einfach eine Seite angelegt habe, die A5 ist, das heißt Breite 14,8, Höhe 21 cm. Dann habe ich hier drüben noch einen Balken gemacht, der auch
die 21 cm ist, aber nur 1 cm in der Breite. Das ist quasi so der Platzhalter für die Bindung. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich hier, ja, ich muss es euch so zeigen, wenn ich will, dass ich auf der Schablone nur eine Linie ziehen kann oder mithilfe der Schablone eine Linie ziehen kann, dann habe ich hier so einen Balken gemacht und der hat einfach eine Breite, wie ich das haben will. Bei mir sind es 13 cm und in der Höhe 0,3 cm oder 3 mm. Dann bei dieser Version hier habe ich jeweils hier einen 3 cm breiten Balken, Höhe 1 cm gemacht und darunter auch wieder so einen kleinen Balken, der 0,3 cm hoch ist und dann auch 3 cm lang. Das heißt, diese beiden Elemente hier gehören zusammen. Und das verwende ich, um die Wasserfarben zu testen. Das heißt, ich habe hier mehrere Felder dann auf einer Seite und unten mit der Linie kann ich dann hinschreiben, was für eine Farbe es dann ist. Und davon habe ich einfach so viele gemacht, wie auf einer A5-Seite Platz hat. Das ist die eine Schablone. Und die andere habe ich so gemacht, dass ich 3 Felder habe. Und zwar, also oben auch wieder den Balken zum Beschriften der Seite. Und dann haben wir hier ein Element, wo 4, also 1, 2, 3 plus dieser Balken, die gehören jeweils zusammen. Und zwar geht es hier um die Stempelkissen. Ich will einmal die Farbe gestempelt, ich will sie einmal geblendet und ich will sie einmal mit Wasser malen, weil ich verwende meine Stempelkissen auch oft, um zu kolorieren und verdünne die dann mit Wasser. Der hier, also die sind auch in der Höhe alle 3 1 cm. Das ist 1 cm der Breite, das 1,5 und das sind, Moment, 3 cm in der Breite. Und unten der Balken dann halt einfach die ganze Länge, was dieses Element hat und dann in der Höhe auch 0,3 cm. Und auch von denen habe ich so viele aufs Blatt gelegt, wie Platz hatten. Zum Positionieren hilft es, wenn ihr hier bei den Einstellungen die Smart Guide Führung, wenn ihr das eingeschaltet habt, weil dann, wenn ihr nah an das Element kommt oder dort, wo das obere liegt, dann wird eine rote Linie angezeigt und das hilft dann jeweils, um die Sachen auch schön zu platzieren. Jetzt machen wir, ich würde sagen, ich mache gleich beide zusammen. Das heißt, ich gehe hier auf Herstellen. Jetzt denke ich euch vielleicht, ich will ja die A5-Seite nicht ausschneiden, die werde ich nachher wegnehmen, aber ich brauche es zum Platzieren, weil ich hatte die beiden Inhalte hatte ich jeweils gruppiert. Und dann habe ich hier die gelbe Seite und die blaue Seite. Jetzt kann ich hier eins nehmen, sagen Objekt verschieben und das auf die gelbe Matte legen. So. Jetzt nehme ich mal den Rahmen und lege den von den Quadraten her schön so hin, dass ich auf meiner Matte dann das Element hier in dieser Ecke platzieren kann. Das ist das, wo ich jetzt die A4-Seite hingelegt habe. Und dann kann ich weiß, ihr seht das jetzt gerade gar nicht wirklich gut. So, jetzt wird es besser. Dann kann ich hier nämlich den Inhalt schön platzieren. Dann kann ich bei der Seite, die beiden, also der Balken hier auf der Seite plus die ganze Seite, hatte ich auch gruppiert. Dann kann ich hier nämlich einfach sagen, Auswahl verbergen. Jetzt habe ich nur noch den Inhalt. Wenn ich das jetzt nicht verschiebe, sollte das dann auch auf der genau richtigen Stelle auf meiner Matte sein. Dasselbe mache ich jetzt noch mit dem zweiten. Das heißt, ich gehe hier drauf, sage verschieben, sage auf die blaue Matte. So, jetzt kann ich hier dieses Element nehmen und eben auch schön in diese Ecke platzieren. So, dann kann ich das nehmen und das auch wieder schön
mittig auf der Seite platzieren, respektive ich gucke einfach, dass ich unten ein bisschen Rand habe und oben genug Platz, weil oberhalb von dieser Linie will ich ja dann schreiben, mit was für einem Material ich arbeite, zum Beispiel Distressed Oxide Inks. Ne? Und dann kann ich hier den äußeren Rahmen auch wieder verbergen und habe nur dieses Element. So sind die wunderbar platziert. Jetzt kann ich sagen, weiter. Ich hatte mir hier schon mal ein Material angelegt. Kurz zu meinen Materialien gehen. Ja. Acetate. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was das für ein Material ist oder wie ich die Einstellung gemacht habe. Gucken wir uns kurz an. Hier habe ich gesagt, Fine Point Blade und einen Anpressdruck von 350 speichern. Jetzt kann ich dieses Material auswählen. Noch ganz rausgehen. So, nochmal alle Materialien. Wenn ihr ein neues Material angelegt habt, dann könnt ihr das eben unter euren eigenen Materialien dann auswählen. Ne? Hier meine Materialien, das sind die, die ich angelegt habe. Und hier ist es eben jetzt dieses Acetate VB. Und jetzt kann ich Werkzeuge bearbeiten und sagen, ich will die tiefen Schnittklinge, das heißt die schwarze. So viel schon mal dazu. Jetzt müssen wir das Ganze auf der Matte noch vorbereiten. Und damit mir das Ganze dann nicht verrutscht, habe ich noch Malerkrepp, damit ich das ordentlich festmachen kann, weil das wäre echt doof, wenn das Ganze verrutschen würde. Das heißt, ich lege das hier jetzt wirklich auch schön da an, wo ich das auf dem Arbeitsplatz gemacht hatte oder hingelegt hatte oder platziert hatte, das wäre das richtige Wort. Ne? So, machen wir hier oben ein bisschen Kleber. Und vom Tool her nehme ich jetzt eben das Deep Point Blade. Und so schneide ich das kurz aus. So, das hat jetzt durchaus ein bisschen länger gedauert. Und zwar hatte ich ja die Einstellung für die tiefen Schnittklinge genommen. Aber das hat es beim ersten Mal nicht richtig geschnitten. Und ich nehme die Matte nie raus, sondern ich teste immer zuerst, hat es richtig geschnitten. Von dem her konnte ich einfach nochmal auf den Start oder auf das Cricut-Zeichen drauf gehen, dass er den Durchlauf nochmal startet. Dann hat er überall zweimal geschnitten, aber auch das hatte noch nicht gereicht. Von dem her bin ich da dann mit dem Präzisionsmesser noch entlang und habe das fertig geschnitten, weil es ist ja quasi schon vorgeschnitten. Man kann dann einfach noch der Linie entlang gehen und dann kann man das noch anständig ausschneiden. Was ich dann gemacht habe, weil bei der tiefen Schnittklinge ist die maximale Tiefe 175 oder der Anpressdruck. Und ich habe es dann einfach ein bisschen überlistet. Das heißt, ich habe die Feinschnittklinge ausgewählt, aber das Tiefenschnittmesser reingemacht. Von dem her hat das dann hier durchaus besser funktioniert. War jetzt, wenn ich meine Matte angucke, tatsächlich auch ein bisschen tief oder vielleicht sogar ein bisschen zu tief. Deshalb sage ich auch immer, macht Testschnitte und macht es dann selber nicht, ne? Bestes Vorbild. Aber naja. Ich dachte mir, weil ich die Materialeinstellung eigentlich schon so hatte, gespeichert hatte, dass es so funktioniert, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Aber hat es nicht, von dem her, jo, macht ihr da am besten einfach Testschnitte mit eurem Plotter und dann findet ihr die besten Einstellungen auch.
Warum ich das Tiefenschnittmesser verwendet habe, ist hauptsächlich, weil meine Feinschnittklinge ist relativ neu und ich wollte die nicht gerade so stark abnutzen, wenn sie schon neu ist. Ne? So. Das war's mit dem Plotter. So, mein Ziel ist jetzt mit der Schablone, dass ich die ganz einfach auf mein Blatt legen kann. Schön ausrichten natürlich. Die an zwei Seiten festmache. Natürlich nicht da, wo die Felder sind, ne? Und jetzt kann ich quasi mit dem Bleistift ganz einfach der Linie entlang gehen. Hier meine Linie, also die erste Linie ist die, um zu beschreiben, was das Tool ist oder die Stifte sind. Und ich bin hier auf dem Wasserfarben, also Aquarellpapier. Und da hatte ich ja die langen Felder einfach für die Aquarellfarben oder Wasserfarben. Jetzt kann ich da wirklich ein Feld nach dem anderen einfach ausfüllen und habe so wunderbar eine Schablone. Und beim Bleistift spielt es ja dann einfach keine Rolle, mit was für einem Medium ich arbeite, weil die Copic können damit umgehen, also das wischt nicht mit den Copics, aber eben auch nicht mit den Wasserfarben. Wie gesagt, das müsst ihr natürlich nicht so machen. Ihr könnt da wunderbar auch ohne die Schablone arbeiten und das irgendwie auf eurem Papier platzieren. Upsi. Aber ich mag das halt einfach, wenn es einheitlich ist. Und jetzt habe ich wunderbar oben die Linie zum Beschriften, dann die Felder für die Farben und unten jeweils eine Linie, wo ich hinschreiben kann, was für eine Farbe das es genau ist. Jetzt bauen wir uns das Ganze noch kurz zusammen und dann geht es eigentlich schon an die ersten Beispiele. Wie gesagt, jetzt geht es auch schon darum, das Ganze zusammenzusetzen. Wir haben die Seiten, wir haben die Schablonen, die Innenseiten. Was ich auch noch gemacht habe, das kleine Fenster, was ich verwende, um, hier kann ich es am besten zeigen, um zu blenden, habe ich hier kurz von Hand ausgeschnitten und zwar aus dem Stencil Material von Silhouette, damit ich da dann quasi so ein kleines Fenster habe, um das Blending zu machen. Wie gesagt, ich nehme die Mini Cinch Disc, damit ich dann hier Discs reinmachen kann. Und hier steht für A5 das Ganze in, also diese Hilfe ins A reinzumachen. Das mache ich. Und dann kann ich das reinlegen und das Ganze stanzen. Ich mache jeweils das so, dass ich zuerst die untere Seite mache. Okay. Das waren die beiden, die am schwersten waren. Mal gucken, wie gut das funktioniert mit dem Stencil. Ich mache da kurz ein Papier dahinter. Eins noch drüber. Könnte sein, dass es so besser funktioniert. Ja, hat wunderbar funktioniert. Das heißt, wir machen das auch gleich mit dem zweiten Stencil so. Wenn er beim Plastik nicht ganz, also nicht sauber schneidet, dann könnt ihr das kurz mit der Schere noch schneiden. Das funktioniert wunderbar. Wenn ihr dann mit der ersten Reihe durch seid, könnt ihr den hier wegnehmen. Und jetzt macht ihr jeweils den letzten. Hat es hier hinten, hat es so einen Noppen. Da passt ihr das rein.
dass der hier schön im letzten Loch drin liegt. Und dann haben wir hier eine schöne Verteilung. Und ihr habt auch gesehen, dass ich bei diesen beiden Seiten schon drauf geguckt habe, dass ich die so reingebe und nicht beide so. Weil es hat oben und unten nicht genau den gleichen Abstand und wenn ihr die Seiten nicht so stanzt, also wenn ihr sie so stanzt, dann liegt es aufeinander. Wenn ich jetzt das irgendwie so gemacht hätte, dann würde das nicht passen. Na, von dem her wichtig, dass ihr die schon so hinlegt, wie ihr sie nachher verwenden wollt. Und mit den Discs seid ihr dann einfach flexibel, weil ihr die Seiten hier wieder rausnehmen könnt und wieder reinmachen könnt. Ne? So, kann ich das Ganze auf die Discs drauf machen. Das heißt, ich schnappe das hier ein. Bei der Graupappe ist es jeweils ein bisschen schwierig. Da verbiegt sich die Graupappe, wenn ich das reinmache, aber ihr könnt die wieder zurückbiegen. Upsi. Und die Seiten bleiben ja drin. Ne? Das ist nicht etwas, was ihr mal wieder rausnimmt und reinmacht, sondern die Deckseiten oder die Vorder- und Hinterseite oder Rückseite, die bleiben ja dann an der Bindung dran. Von dem her müsst ihr das hier auch nur einmal machen. Das heißt, ich drücke die rein und biege dann einfach die Graupappe wieder zurück in die Form, damit es auch wieder schön aussieht. Dann haben wir hier schon mal die Vorder- und Rückseite. Dann kann ich hier noch kurz gucken, dass ich die Reste, die es nicht so gut geschnitten hat, dass ich die noch kurz abknipse. Die brauche ich nicht mehr, das heißt, die kann ich hier schon reinmachen. Und dann die ganzen Seiten. So, dann haben wir hier schon mal unser Buch. Das habe ich hier vergessen noch. Das geht mit 2 Pilzen. Das heißt, ich gucke hier einfach, ich lege das so in die Mitte rein. Muss ja jetzt nicht super genau sein. Und stanze das auch noch kurz aus. Weil dann kann ich das, wenn es nicht in Gebrauch ist, ganz einfach auch hier rein machen. Brauche ich jetzt aber noch. Und bevor wir ins Kolorieren gehen, wollte ich hier vorne noch was drauf machen, damit es auch ein bisschen schöner aussieht. Also ich finde das Designpapier schon extrem cool, aber so ein bisschen was darf noch drauf. Und zwar hat es hier so Tags drin und eines davon, nämlich dieses Happy Vibes, das hätte ich gerne. Das verstärke ich noch kurz ein bisschen. Man könnte da natürlich auch mit Dimensions arbeiten, aber da das Buch etwas ist, was doch durchaus stark in Gebrauch sein wird, denke ich, es macht mehr Sinn, etwas direkt drauf zu kleben, damit es dann auch so ein bisschen stabiler ist. Wunderbar, dann haben wir schon mal das Buch. Und ich finde, das ist echt wirklich super schön geworden. Ich finde dieses, ich sag's nochmal, ne, dieses Motivpapier finde ich wirklich Hammer. Und eben, Action ist immer so ein bisschen schwierig, dass man die Papiere nochmal kriegt, aber vielleicht hat es das ja noch.
Das war dieses hier. So, jetzt kommen wir endlich zum Kolorieren. Und ich zeige euch jetzt 3 Beispiele, wofür ich das eigentlich gemacht habe oder wie ich das anwende. So, ich konnte mich nicht richtig entscheiden, deshalb sind glaube ich noch 2 Seiten dazu gekommen. Und ich würde sagen, ich starte mal mit dem Aquarellpapier und den Städterstiften. Und bei den Städterstiften, ich kontrolliere das jetzt nochmal, aber nee, da ist wirklich keine Nummer drauf. Doch. 2, 2, 4, 3. Mal gucken. Zwei, 2, 4, 1. Okay. Es hat doch eine Nummer drauf. Wunderbar. Dann können wir entlang den Nummern gehen. Bei den Städterstiften verwende ich jeweils die Brush-Seite und die Pinselseite. Und dann arbeite ich mit den Brushpens von Staedter. Und jetzt gehen wir einfach hin, geben hier Farbe rein in die erste Hälfte. Und dann versuche ich die quasi zu verwischen. Das war der erste und jetzt schreibe ich mir auch gleich rein, was das für eine Nummer war. Das mache ich mit dem Mikron-Pen, weil da weiß ich, dass der wasserfest ist. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir die Nummer wiederfinden. Hier, 2, 2, 4, 3. Und so gehe ich jetzt quasi durch, bis ich jeden einzelnen Stift hatte. Ich merke gerade, das war nicht hilfreich, weil das scheint eine Chargennummer zu sein und nicht eine Farbnummer. Nun ja. Das heißt, ich achte darauf, dass ich die genau gleich dann wieder hier in die Verpackung reinpacke. Dann kann ich dann, je nachdem wie sie in der Verpackung drin sind, das halt dann so machen. Und ich bin hier auch rüber gewechselt auf den Pinsel. Geht ein bisschen einfacher, habe ich gerade gemerkt. Say that you won't go. I can't cope without you, and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Ich habe jetzt leider noch 4 Stifte drin. Das heißt, ich werde da dann noch ein zweites Blatt machen. War jetzt auch nicht das beste Beispiel von wegen den Nummern, aber ich habe es jetzt wirklich genau so wieder reingelegt, dass die Stifte passen mit dieser Reihenfolge. Ist soweit, ist so. Müssen wir noch kurz markieren. Bis hier geht die obere Reihe. Und dann startet die untere Reihe. Aber die zweite Seite mache ich jetzt nicht heute oder nicht jetzt mit euch, sondern das mache ich dann, wenn ich hier mit dem Video durch bin. Es ging mir darum, euch das Prinzip zu zeigen. Und ich würde dann einfach oben auf der Seite schreiben 1 und dann bei der nächsten Seite 2, damit ich weiß, es sind 2 Seiten
von denselben Stiften. Das waren die Stifte von Staedtler und jetzt habe ich hier zumindest schon mal fast alle Stifte in einer Farbpalette, kann das trocknen lassen und dann kommt das ins Buch rein. Als nächstes habe ich hier so einen Aquarell Malblock mit 15 Farben und 2 Metallics. Das heißt, ich nehme hier auch wieder mein Aquarellpapier und dann schreiben wir das hier oben hin. Creative Artist ist die Marke. Die scheint keinen speziellen Namen zu haben. Das heißt Pinsel. Haben wir hier ein bisschen Spray, um das Ganze schon mal anzunetzen. Ich glaube, das war irgendeine Billigmarke, die ich irgendwo mitgenommen habe. Von dem her mache ich das so, dass ich hier dann einfach reinschreibe, nur das erste Reihe, erste Farbe. Das heißt 1, 1, hier 1, 2, 1, 3 und genauso färbe ich das ein. Try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. So, das war dieser Malkasten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den irgendwo mitgenommen habe, weil mir die Verpackung gefallen hat und dass der sehr günstig gewesen ist. Aber na, jetzt weiß ich, wie die Farben aussehen und für was ich das einsetzen könnte. Es sind auch noch 2 Metallic-Farben dabei. Jo. Hilfreich. Definitiv hilfreich, um zu wissen, wie sich die Farbe verhält und wie sie dann aussieht. Das zweite lassen wir auch trocknen. Dann geht es weiter, weil ich wollte unbedingt die Metallic-Farben von Van Gogh angucken. Die hatte ich nämlich auch gekauft und bisher noch gar nicht verwendet. Sehr schön. Sie haben Nummern. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt aufs Papier, ne? Frage, sind das die Nummern? Ja. Okay, dann haben wir G800. Ich weiß, ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich muss das so machen. G846. So, dann habe ich schon mal alle Nummern. Und warum ich hier schwarz ausgewählt habe, war ganz einfach, weil ich die Farben genau aus dem Grund gekauft hatte. Ich wollte unbedingt was haben, wo ich mit Metallic-Farben quasi meine dunklen Karten verschönern kann. Deshalb habe ich das so gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das kann. Ne? Das ist natürlich kein Aquarellpapier, aber naja. Oh ja. Ich sehe schon, die können was. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich zeige euch dann das Ergebnis im Schluss, wenn es trocken ist noch. Das ist definitiv eine absolut gute Qualität. Ich würde sagen, Hammerqualität. Das lasse ich kurz auch ein bisschen trocknen. So, jetzt für das nächste Thema mache ich das so, dass ich meine Distress Oxides nehme, quasi vor mir hinreihe. Das wird die erste, seht ihr jetzt gar nicht so wirklich, ne? Muss hier ein bisschen Platz machen. Ich habe 8 Farben vor mir
Und ich gehe im Kreis, weil was ich zuerst mache, ich stemple zuerst alle, dann blende ich alle und dann färbe ich alle ein. Und genau das mache ich kurz. Kurz gucken, wie das am einfachsten geht. Hier am Schwamm. Das heißt, Stempelfarbe holen, abstempeln, reinigen. Nächste Farbe. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. So, das wäre die erste Reihe Stempeln. Und jetzt gehen wir ins Blenden rein. Das heißt, ich nehme jetzt einfach meine Schablone, lege die hier kurz drauf und blende das. Say that you won't go. 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 So, das war die erste Reihe mit Stempeln und Blenden. Man sieht fast keinen Unterschied. Die sind so dermaßen intensiv, die Distressed Oxide Farben. Das ist so krass. Aber jetzt machen wir noch das mit dem Malen. Und dazu gebe ich einfach ein bisschen von der Farbe auf einen Stempelblock. Wirklich nicht viel. Dann hole ich Wasser, löse das so ein bisschen auf und gucke mal, wie gut sich das malen lässt. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate. So, bei mir ist es definitiv schon spät geworden, bis ich das alles hatte. Das müsst ihr natürlich nicht in einem Zug machen, sondern das könnt ihr auch, wenn ihr mal wieder Lust habt, eine neue Farbe dazu nehmen und euch diese Schablonen machen, weil also ich finde es extrem hilfreich, jetzt gerade so die Städterstifte, damit ich genau sehe, welche Farbe dann schlussendlich wie aussieht, wenn sie auf dem Papier ist und wenn sie getrocknet ist. Und ich sehe hier auch, welche sich besser, wo es besser verläuft und wo die Farbe, wo man einen Strich sieht, alles solche Sachen sehe ich halt dann auf so einem Blatt. Das wird das dann eben meine günstige Kreativ-Artist-Box. Jo. Kommt mir sicher was in den Sinn, was ich damit machen kann. Palette ist minimal. Ich denke, es ist eher so für Blumen, also florale Sachen gedacht. Pigment, so lala. Ja, nicht mein Favorit. Die Metallic-Farben, der absolute Hammer. Das sind die von Van Gogh. Also dieser hier. Hammer. Man sieht es eigentlich auch schon, wenn man das Ganze, also die Farbe nass macht, im Kasten drinne, wie sich die Pigmente bewegen. Also hier habt ihr eine extrem coole Abdeckung. Damit werde ich garantiert mehr machen. Und ihr seht, bei mir hat schon Wirkung, dass ich diese Tabelle oder diese Color Swatch mache, weil dann sehe ich, auf was ich gerade so Lust habe. Und hier die Distress Oxide Inks, einmal gestempelt, einmal geblendet und dann mit Wasser quasi aufgelöst und mit einem Pinsel aufgetragen. Weshalb habe ich das getestet? Weil ich die echt auch super gerne ab und zu mal zum Kolorieren verwende. Weil die halt einfach einen extrem hohen Anteil an Pigmenten haben. So, das sind jetzt mal 4 Beispiele. Hier bei den Distress Oxide sind es noch nicht alles. Da werde ich eine Nummer drauf machen und noch eine zweite Seite. Das heißt Seite 1 und Seite 2.
Dasselbe hier bei den Städter, da hatte ich ja noch 2 oder 4 Stifte, was glaube ich, die jetzt noch übrig sind. Die hat einfach das Problem, dass ich keine Nummern habe, aber eben, ich habe es dann halt einfach genau gleich wieder in die Verpackung reingemacht, wie ich es hier aufgetragen habe. Ja, hier habe ich es dann halt mit den Ziffern vom Malkasten gemacht und bei den Van Gogh, das ist in der Regel auch bei den teureren Farben, habt ihr in der Regel die Nummern angegeben, weil wenn ihr hier den Malkasten habt, den schmeißt ihr dann nicht weg, wenn der Farbe leer ist, sondern die könnt ihr dann halt einfach austauschen. Und ja, deshalb ist es auch nicht schlecht, wenn ihr hier die Nummern auch notiert habt. Die sind jetzt alle auch schon trocken, das heißt, ich kann die ganz einfach hier in mein Buch reinmachen. Starten wir mal mit den Städter Stiften. Das Schöne an der Ringbindung, ich kann reinlegen, rausnehmen, Seiten hinzufügen und wunderbar durchblättern. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich zum Beispiel auf der Seite auch noch so ein Register machen, damit ihr das noch besser oder schneller findet. Aber ich finde, das ist doch eigentlich schon richtig cool geworden. Somit habe ich jetzt auch mein Color Swatch Buch und kann das wunderbar mit all den ganzen Farben und Stempelkisten und was auch immer ich da habe, mit denen, was ich verwende zum Kolorieren, wo ich hier die Swatches reinmachen kann. Ich hoffe, das war so eine Inspiration für euch, dass ihr da Lust habt, sowas auch auszuprobieren. Wie gesagt, ihr könnt ein anderes Format machen von der Größe her. Ihr müsst auch hier diese Schablonen nicht machen, das könnt ihr auch freihand machen. Wie auch immer ihr das gestalten wollt für euch. Ich finde es halt einfach cool, weil man so, wenn man wieder durch seinen Stock an Sachen geht, mal wieder Sachen neu entdeckt und die ausprobieren will. Das war's aber auch für heute. Eben, ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!